Beste Grüße aus Hamburg City Eimsbüttel. Hier ist wieder dein Markus. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es sehr, sehr gut. Wie du es sehen kannst, wieder mal bestes Wetter hier in Hamburg. Wirklich, ich bin sehr überrascht. Richtig klasse zu dieser Jahreszeit, Mitte Oktober. Und ja, ich sitze immer noch hier mit dicker Jacke, was nötig ist für mich persönlich, weil ich die letzten 3,5 Jahre im Ausland gelebt habe, in der Türkei. Und eigentlich immer noch dort lebe, nur temporär, zeitweise das Ganze mal hier in Deutschland. Wir wollten das Ganze antesten, wir wollten schauen, wie es hier so läuft und vor allen Dingen, wie man sich fühlt. Denn in diesem Video möchte ich darauf eingehen, was es für Punkte geben könnte. Und es gibt wahrscheinlich noch 1000 weitere Gründe, die du vielleicht noch in den Kommentaren reinschreiben kannst, die dem Auswandern einen Strich durch die Rechnung machen können. Das kann man nicht planen, das kann man nicht vorhersehen. Nicht unbedingt. Ein Punkt aber, bevor wir reingehen, möchte ich erwähnen, und zwar ein großer Vorteil, den du in deiner Heimat immer haben wirst. Und das ist ein Grund, wenn ich den jetzt sage, wirst du sagen, ja, ist doch logisch, ist doch klar. Und es ist auch klar. Aber wenn du 3,5 Jahre mal an einem Ort gelebt hast, wo du die Sprache nicht sprichst, und ich weiß, jetzt gibt es Menschen, die sagen, oh mein Gott, du hättest doch jeden Tag 10 Minuten, jeden Tag eine halbe Stunde oder Stunde einen Online-Kurs, einen Sprachkurs machen können, um die Sprache zu lernen. Das ist es nämlich, die Sprache, Leute. Und dazu werde ich aber auch gleich nochmal was sagen. Denn Deutsch zu sprechen, seitdem ich hier in Deutschland bin, Junge, ich kann mich mit den Menschen perfekt fließend unterhalten. Ich kann telefonieren, ich kann Termine wahrnehmen, ich kann Termine absprechen. Das ist wirklich krass. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an für dich, aber das ist Fakt. Wenn du in ein Land reingehst und die Sprache nicht sprichst, dann bist du immer angewiesen auf andere Menschen. Und wie du, wenn du mir schon länger folgst, das gesagt und gehört hast schon von mir, dann weißt du, dass wir große Unterstützung aus unserem Nachbarsfeld quasi haben und Freundeskreis aus Alanya, weil viele, wir sind ja nicht die einzigen Deutschen, viele Deutsche, Deutsch-Türken speziell auch ausgewandert sind nach Alanya. Komischerweise viele, nachdem wir dort ankamen. Ja, wer weiß, das morphogenetische Feld, das hat natürlich so seine Gründe und seine Reichweite. Aber tatsächlich, die Sprache ist natürlich dann ein Problem. Jetzt will ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum Sprache für uns in dem Fall nicht Priorität ist. Weil erstmal natürlich wir erstmal schauen müssen, ob das uns überhaupt gefällt. Wenn du auswanderst, dann macht ja gar keinen Sinn, jetzt jeden Tag die Sprache zu lernen, wenn du sowieso mit den Menschen erstmal gar nichts zu tun haben wirst, weil du die ersten Wochen nur beschäftigt bist, irgendwie klar zu finden, Lokalitäten abzuchecken, natürlich Behördengänge zu machen, und dort brauchst du sowieso immer einen Dolmetscher bzw. deine Unterstützung. Und selbst wenn du sagst, ich habe das jetzt alles hinter mich gebracht, heißt das auch noch nicht, dass du dann die Sprache lernen musst. Vor allen Dingen, bei mir ist das der Fall, weil, ich sage dir auch warum, weil ich die Sprache nicht sprechen muss, weil es für mich nicht lebensnotwendig ist, weil ich nicht mein Geld in der Außenwelt sozusagen verdiene. Ja, das bedeutet, wenn ich in die Türkei wieder gehe, dann werde ich genau dasselbe tun wie auch hier, was das Finanzielle angeht. Und das ist nun mal auf Deutsch oder eben auf Englisch. Und deswegen muss ich die Sprache nicht lernen. Wenn du aber sagst, pass auf, ich will in die Türkei auswandern und ich möchte dort als Arzt arbeiten oder ich möchte irgendwie zur Bank gehen und dort arbeiten, in einer Filiale oder Optiker oder Supermarkt, ja klar, da musst du die Sprache lernen. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, aber für mich persönlich nicht. Ja? Dementsprechend, natürlich, wir sprechen ein bisschen die Sprache, das, was so das Alltägliche betrifft. Natürlich fehlen viele Vokabeln, aber man kann sich durchschlagen, das ist ganz klar. Aber im Vergleich zu meinem Englisch ist das nicht viel. Okay, das zu diesem Thema Sprache. Jetzt möchte ich aber auf das Hauptthema eingehen, was es für Punkte geben kann, aus unserer Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung von anderen Menschen, die wir im Laufe der Jahre kennengelernt haben, was es für Punkte gab, mit denen die nicht unbedingt gerechnet haben und deswegen wieder zurück in ihre Heimat gegangen sind. Und da möchte ich jetzt einen wichtigen Punkt sagen, der auch uns eigentlich betrifft, denn Kinder. Wenn du natürlich mit kleinen Kindern auswanderst, die 2 sind, die 3 Jahre alt sind, 4, 5, ja, dann haben die natürlich kein großes Erinnerungsvermögen zu der alten Zeit, wenn du jetzt in die Türkei, nach Paraguay, Dubai,
Portugal oder sonst wohin gehst, nicht Bochum, Portugal, ja, dann können die sich daran nicht erinnern. Und dementsprechend ist das eine gute Sache, weil sie kennen ja dann nur das eine. Wir haben einen damals kennengelernt in Paraguay, der ist ins EPV mit einem einjährigen Sohn. Ja, die sind, weiß ich nicht, vielleicht immer noch da, aber dieses Kind wird keine Erinnerungen an Deutschland haben, kennt sich überhaupt nicht aus und kennt nur das, was es in Paraguay jetzt kennt. Wenn du aber mit Kindern auswanderst, die 10 Jahre alt sind oder auch älter, 13, 14, 15, dann haben die natürlich schon ihre Erinnerungen, ihre Erfahrungen gemacht im Leben und dementsprechend kann das irgendwann, aufgrund auch von heutzutage Internet, die ganzen Apps, die es gibt, die Kommunikations-Social-Media-Apps, kann es natürlich auch sein, dass die so großes Heimweh haben, dass sie sagen, okay, Mama, Papa, ich will wieder zurück. Ich will zurück nach Deutschland. Und so ist es auch bei uns gewesen. Das ist der Grund eigentlich, warum wir es zumindest probieren oder probiert haben, wieder hierher zu kommen. Weil eben bei uns eine Sondersituation ist, 2 Kinder am Start sind, 2 Jugendliche. Der eine will nach Deutschland, die andere will in der Türkei bleiben. Ihr wisst Bescheid, um wen es geht, wenn ihr mir schon länger hier folgt. Also checkt gerne noch die älteren Videos ab, auch aus Deutschland und die letzten Videos aus der Türkei. Das ist nämlich ein Problem. Damit kannst du nicht unbedingt rechnen. Du jetzt vielleicht schon, weil du es aus meiner Erfahrung jetzt mitbekommst. Damit haben wir zum Beispiel nicht gerechnet. Und bevor wir hierher gekommen sind, glaub mir, die letzten Wochen waren schon relativ anstrengend, weil natürlich der Große echt auch Druck gemacht hat. Und wir das auch irgendwie ja so mitbekommen haben, uns anstecken haben lassen. Und dementsprechend auch, dann ist der Mensch immer ganz bequem und sucht immer das Schlechte in dem, wo er dann gerade ist, um zu nörgeln. Jetzt im Nachhinein wissen wir alle, dass es alles Nörgeln auf hohem Niveau war. Und wir uns vielleicht auch ein bisschen hinreißen haben lassen von dem jungen Herrn. Aber in dem Fall gar nicht schlecht, Deutschland mal wieder gesehen zu haben. Mandana war auch sehr froh, dass sie dann hier sein konnte, die ersten paar Stunden sicherlich, hat aber relativ schnell erkannt, dass es auf lange Sicht für sie zumindest nichts ist. Ich habe im letzten Video gesagt, für mich, ich kann es mir vorstellen, mal ein paar Monate oder auch ein bisschen länger vielleicht mal hier zu sein. Man weiß nicht, was das Leben bringt, aber das ist ein Punkt, mit dem kann man nicht unbedingt rechnen. Und deswegen macht es Sinn, auf jeden Fall immer in Kommunikation, in Verbindung mit seinen Kindern zu bleiben und wirklich tiefsinnige Gespräche zu führen. Ein weiterer Grund kann natürlich auch sein, hatten wir auch jemanden kennengelernt, der musste oder diese Familie musste das Land verlassen aus gesundheitlichen Gründen, weil das deutsche Gesundheitssystem natürlich schon sehr, sehr gut ist, ganz, ganz klar. Und das türkische sicherlich auch. Aber das Problem ist doch einfach, wenn du die Sprache einfach nicht kennst und nicht perfekt kannst. Ja, ich rede jetzt nicht von, ich habe mal einen Monat mal einen Kurs gemacht. Wenn es ums Eingemachte geht, wirst du mit Ärzten, wirst du mit Anwälten nicht viel reden können und wirst somit auch natürlich immer deine Verantwortung in andere Hände abgeben müssen, in Dolmetscher etc., was wiederum auch sehr viel Geld kosten kann. Und dementsprechend macht es Sinn, dann in dem Fall eventuell sogar nach Deutschland zurückzukehren, weil man einfach dort alles absprechen kann. Zusätzlich ganz klar Deutschland, Sozialstaat, man hat hier die Möglichkeit ganz klar, wenn man das auch kann und möchte, Sozialhilfe, finanzielle Unterstützung zu erhalten, zu bekommen, was in der Türkei nicht unbedingt der Fall ist. Und dementsprechend sind das eigentlich 2 Punkte, die ich hier nennen möchte, abgesehen von den Kindern, sondern eben auch das gesundheitliche Thema. Man weiß einfach nie, was gesundheitlich passiert. Es gibt Menschen, die ernähren sich super gesund, ihr ganzes Leben lang, wenig Zucker, kein Alkohol, kein Rauchen, viel Sport etc. und haben dann irgendwelche Krankheiten. Und trotzdem erwischt es die einfach, ja. Dann noch zusätzlich natürlich, wenn du im Ausland bist, eventuell gar nicht großartig versichert bist oder nur das Minimum, dass du dann natürlich auch auf hohe Kosten treffen wirst, die wahrscheinlich die meisten Menschen nicht bezahlen können. Man redet von beispielsweise einer alternativen Krebstherapie von 100.000 € und das ist natürlich schon wirklich eine Marke, die man sich dann auch leisten
muss, wenn man einfach nicht in Deutschland ist, wenn man sich das leisten möchte. Ja, natürlich kann man auch die normale Medizin nutzen, aber man sagt auch 98% von, in dem Fall der Chemotherapie, sind zum Scheitern verurteilt. Also das ist wirklich krass. Und dann ist die Frage, würdest du das tun? Wenn du 100 Flugzeuge vor dir stehen siehst und du musst jetzt einen Flieger nehmen, 98 stürzen ab. Ist schon brutal, oder? Dementsprechend, ich denke, da würde keiner einsteigen. Also ich nicht. Und dementsprechend, das sind so Punkte, mit denen man nicht unbedingt rechnen kann. Bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist, was du dazu sagst. Vielleicht hast du ja auch eigene Erfahrungen gemacht, mit denen du nicht gerechnet hast. Natürlich, klar, das Geld, das Finanzielle ist immer so eine Sache. Es kann ja auch sein, ganz klar, fällt mir spontan ein, du hast ein gut laufendes Geschäft, ja, und die Einnahmen stürzen einfach ein, die Anfrage ist nicht mehr da und dementsprechend fehlen die Umsätze. Und gerade als Selbstständiger musst du immer dafür sorgen, dass du natürlich immer Kundschaft hast. Das ist ja völlig normal. Ich bin jetzt gegenüber von einem Supermarkt und von einer Drogeriekette und hier ist natürlich Laufkundschaft. Ja, und hier gehen die Menschen ein und aus. Aber hast du ein Online-Geschäft, musst du natürlich gucken, dass diese Laufkundschaft in deinen Online-Shop kommt. Und ja, in diesem Bezug jetzt natürlich möchte ich auch ganz klar erwähnen, iTransform, das neue Produkt von uns, Essentials mit neuer, verbesserter Rezeptur ist am Start. Mit der Hauptaminosäure L-Tryptophan, die am seltensten vorkommende Aminosäure in der Ernährung, mit wichtigen B-Vitaminen und Zink für mehr Antrieb, mehr Lebensenergie und bessere Regeneration, besseren Schlaf. Und vieles weitere natürlich findest du den Link in der Bio bei uns im Shop. Und deswegen freue ich mich auch, wenn du da mal reinschaust und dich mal umguckst. Genau, also das sind alles so Punkte natürlich, warum Menschen dann auch gerne oder vielleicht das Land verlassen müssen. Und wie gesagt, gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Grund mehr, der mir jetzt gerade spontan aber so nicht einfällt. Dementsprechend lass es mich gerne mal wissen, was du dazu sagst. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf deinen Kommentar, auf deine Worte und freue mich auch, wenn du hier einen Daumen nach oben da lässt, ein kostenloses Abo, die Glocke aktivierst und natürlich gerne auch das Video teilst. Für diejenigen, die sich vielleicht mal Gedanken machen, mit dem Thema Auswandern sich zu beschäftigen und vieles mehr, denke ich, sehr interessant. Bleib unbedingt dran und der Hintergrund sieht bei mir bald anders aus. Versprochen. Dementsprechend alles Gute, bleib gesund und munter. Euer Markus.